Nach 2 Wochen am Persischen Golf haben wir den Bus genommen von Bandar Abbas nach Bam und sind von dort aus weitergeradelt, entlang von eindrucksvollen Lehmbauten bis nach Kerman. Und von dort aus sind wir an den heissesten Ort der Welt gegangen, in die Wüste Lut. Die grösste Sehenswürdigkeit von Bam ist natürlich die Argebam, die Zitadelle, die als grösster Lehmbau der Welt gilt. Leider hat das Erdbeben 2003 die Zitadelle grösstenteils zerstört. Und auch in der Neustadt hat es verheerende Folgen gehabt. 70% der Gebäude sind eingestürzt und über 30'000 Menschen sind gestorben. Seither wird das UNESCO-Weltkulturerbe wieder neu aufgebaut. Aber es wird wohl nie mehr im alten Glanz verstrahlen. Es fällt sich natürlich schwer, das im Moment vorzustellen, nach der verheerenden Zerstörung vom Erdbeben von 2003. Aber früher hat es da 590 Häuser gehabt, wo die Menschen gelebt haben. Nicht nur Häuser, natürlich auch Karawansereien, 2 Moscheen, Koranschule und Ställe für Rösser. Und wenn wir in der Straße sind da sicher ab und zu mal ein paar Kamele durch die Gasse gelaufen. سلام عزیزم، من آدم خوبی نیستم. من کسی که تو فکر میکنی نیستم. قهرمان نیستم، فداکار نیستم. به فکر تنهایی و غمهای جهان نیستم. من رویاهای شبانت نیستم. هیچ درخور زیباییت نیستم. راستگو نیستم، درستکار نیستم. چاره ای نیست، هیچ کس نیستم. نه از پیشم نرو. Ja, wir haben unseren Campplatz erreicht, kurz vor Sonnenuntergang. Ehrlich gesagt, mega erschöpft. Es war irgendwie anstrengend heute mit stetig durchfahren und am Schluss noch ein bisschen Gegenwind. Vorher sind wir durch ein Lehmdorf gefahren, das noch bewohnt ist, also ähnlich wie wir euch gezeigt haben in Bam, mit der Zitadelle. Wir haben nicht gewusst, dass es noch so einen Ort gibt. Ich meine, da steht nicht irgendein Reiseführer oder so. Die Leute leben wirklich noch in diesen Lehmhäusern. Es war mega, mega eindrücklich gewesen. Ja, und wie so oft haben natürlich angefangen im Dorf alle fragen, wo wir noch hin wollen und sich Sorgen gemacht, weil wir zelten und uns zu sich einladen. Aber wir haben so Lust gehabt, um wieder mal zu zelten und vor allem auch zum selber kochen und ja, haben das jetzt halt müssen ablehnen. Es fällt immer mega schwer, aber ja, die Kommunikation jetzt bei diesen Leuten wäre auch schwierig gewesen. Es wäre wirklich nur auf Farsi gegangen und dann kannst du halt wie nicht so viel Retour geben, oder? Du nimmst dann einfach nur an als Gast, aber kannst in dem Sinne nicht Geschichten teilen. Das sind einfach Bilder und ja, ein bisschen schwierig gewesen. Es fällt mega schwer. In so einem Moment abzusagen, ja, was hättet ihr gemacht? Jetzt haben wir gerade gemerkt, dass hier beim Ortli bei dieser Schnalle der Teil abgebrochen ist, wo wir am Rackpack hier oben befestigen. Naja, ist nicht so schlimm, wir haben dann immer noch die Schnalle da, wo wir einfach duschen können. Aber das Komische ist, bei mir ist gerade gleichzeitig das Gleiche passiert. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was läuft? Und es ist nicht so, dass das die ganze Zeit passieren würde. Es ist das erste Mal, wo das passiert. Beide gleichzeitig. Beide gleichzeitig am gleichen Tag. از پیشم نرو. از پیشم نرو. از پیشم نرو. از پیشم نرو. من مثل معماران بزرگ جهان خانه های زیبا برایت نمی سازم. مثل اشاق در فیلم و رمان نبرد عاشقانه ای نمی سازم. Wir haben es wieder mal mit Lehm zu tun, wie ihr seht, aber schaut euch das an. Wir sind nämlich in der Zitadelle von Rayen. Das ist die zweitgrößte Lehmgebäude auf der Welt.
Das ist 1500 Jahre alt und im Hintergrund seht ihr den höchsten Berg vom Südiran, der Hazar Mountain mit 4500 Meter Höhe. So, schauen wir mal, wie die normalen Leute gelebt haben, die nicht zu der oberen Schicht gehört haben. In der Mitte hat es einen Innenhof gehabt, natürlich. Und hier die einzelnen Zimmer. Und hier speziell, da hat es sogar ein Chemie gehabt, das wir führen konnten. Und wie ihr seht, hat es auch so Nischen drin, so wie wir sie aus dem Roman schon kennen. Und jetzt sind wir zu Gast bei der Oberschicht. Da in grosszügigen Räumen rund um den Innenhof gelebt. Ja, man kann sich gerade vorstellen, wie man da mit der Küsse da gehöckelt ist und sich gut gehalten hat. Mhm. Würde mir jetzt also auch noch gefallen, so zu leben? Oh. من آقای نقاش هستم. اینجا اقامتگاه بومگردی منه که هم خونمه هم محل کارمه. امروز میزبان شما دوتا دوستان بودم و خیلی خوشحال شدم از آشناییتون. خودم نقاش هستم و اینجا دوستانی که از کشورهای دیگه میان و میتونن ما میتونیم میزبانشون باشیم، من در خدمتشون هستم. خوشحال میشم ببینمشون. اقامتگاه من در شهر کرمان هستش. بازم ممنون از اینکه به ما سر زدید و ما رو انتخاب کردید. مرسی. Morgen! Guten Morgen. Wir sind auf über 2500 Meter oben. Ja, so hoch oben haben wir noch nie übernachtet. Und leider ist die Nacht nicht wirklich toll gewesen. Wir haben recht nahe von der Straße übernachtet und es ist die ganze Nacht haben wir einen Verkehr gehabt. Mega laute Lastwagen. Wir sind hier auf der Hauptroute. Ja, Hauptroute von Bam, Kerman, so drauf. Und das Zweite ist, dass es mega windig war, schon gestern den ganzen Tag, auch vorgestern. Und auch die ganze Nacht hat es immer wieder gewindet und das Zelt geschüttelt. Und das hat einem wirklich nicht können schlafen lassen. Jetzt ist ja schon der dritte Tag mit extrem starkem Gegenwind, den wir haben, weil der Wind leider vom Westen kommt und wir vom Osten in den Westen fahren. Ja. Naja. Blöd geplant offensichtlich. Genau. Ja, da unten haben wir geschlafen in dem Bachbett und da ist die Hauptstrasse. So viel zu dem Thema, dass nicht immer alle Plätze wunderschön und episch sind, sondern manchmal nimmt man einfach das, was es hat. Ja, es hat einfach nichts mehr gehabt. Ja. Wir sind gefahren und es ist, wie ich gesehen, flach und es hat 0 versteckte Plätze. Und Man hat das Kilometer weit gesehen und Ja. wir waren mega am Wind ausgesetzt gewesen. So, jetzt geht's weiter. Der nächste Stopp ist Mahan, wo wir unseren ersten persischen Garten besuchen. بگذار برایتان کسی باشم که فریاد میزند هیچ کس نیست نه از پیشم نرو از پیشم نرو از پیشم نرو از پیشم Ja, der persische Garten, auch Prinzengarten genannt, ist aus dem Jahr 1870 und hat den Schah von der Pahlavi-Dynastie benutzt für seinen Aufenthalt im Weg nach Kerman. Und für uns ist das der erste persische Garten, der leider noch im Winterschlaf liegt.
هیچ کس نباشم، بگذار نامی نداشته باشم، بگذار برای داشتن تو بزرگترین هیچ جهان باشم. لبهایم از حرفهای قشنگ خالی است، دستهایم از دستهای تو. بمان تا دوباره بگویم که من هیچم، هیچ برای تو. نه از پیشم نرو، از پیشم نرو، از پیشم نرو. Es ist nicht angeschrieben, es wird noch restauriert, aber ich habe das Gefühl, das könnte eine Lagerung gewesen sein für Eis. So Ich habe Fotos so von ähnlichen Strukturen von weiter nördlich um Jast herum gesehen, aber wir sind uns nicht sicher. Ja, also ein sogenanntes Eishaus. Das man in dieser Gegend natürlich gebraucht hat. Ja. Aber wir sind uns nicht sicher. Eindrücklich. Sehr eindrücklich. Das ist das Coolste manchmal am Radreisenden, dass du einfach an so einen Ort vorbeikommst und ja. Völlig überrascht wirst. So, wir sind gerade schlauer geworden. Das war wirklich ein sogenanntes Eishaus. Die heissen Jaktan auf Farsi. Und sie gibt es im ganzen Land, also im Süden, wo es trocken ist. Man hat hier im Winter Eis geholt von den nahegelegenen Bergen oder sogar in diesen Jaktan, wie es heisst, Eis hergestellt, um nachher im Sommer durchzubrauchen. Und die sind teilweise bis 2000 Jahre alt, aber natürlich unterdessen mit der Erfindung von der Elektrizität und Kühlschränken in Vergessenheit geraten. Aber für uns mega spannend. Jetzt sind wir den kleinen Kerman und wir haben doch wirklich einen Veloweg gehabt, von Mahan bis auf Kerman an. Also bis vor kurzem. Mega cool. Hätten wir nie erwartet, dass wir im Iran einen Veloweg treffen. Ja, Lisa hat während dem lernen. Was hast du gelernt? Vale, Sisam. Farsi hat mir genau. Ja, ich habe 2 Sachen kombinieren. Podcast hören und Farsi lernen und Velofahren. Besser geht's nicht. Jetzt noch am Kaffee und das perfekt. Da vorne baut es eine moderne Burg oder so etwas. Oder ein Mal. Ja, vielleicht gibt es auch ein Einkaufszentrum oder was auch immer. Chilisesh. Was? Chilisesh. Ich bin hässlich. Ja. Also im Vergleich zu den Lehmburgen ist das gerade sehr grässlich. Ja. Salam. Kerman ist der Hauptort der gleichnamigen Provinz und liegt auf fast 1800 Meter oben. Umringt von Bergen, am Rand der Tastelut, einer von 2 grossen Wüsten im Iran. Das Zentrum der Stadt bildet der Ganj Ali Khan-Komplex, der vom gleichnamigen damaligen Gouverneur im 16. und 17. Jahrhundert errichtet worden ist. Der Komplex besteht aus einem grossen Platz mit umschliessendem Bazar, einer Moschee, einer Karawanserei, einem Hammam und ist außerdem Teil des Wakil-Bazar. Immerhin der längste überdachte Bazar vom ganzen Land. Ja, wir sind wieder mal in einer alten Karawanserei. Ja, da haben wir die Möglichkeit, in den oberen Stock hochzukommen, wo es ganz viele kleine, herzige Läden hat. Aber ich glaube, viel Kundschaft haben die hier oben nicht. Und jetzt schauen wir mal runter auf den Hauptplatz. Ja. Wir sind entschieden, einen 2-tägigen Ausflug zu machen in die Wüste von Kerman aus. Zusammen mit dem Ali von der lokalen Reiseagentur da. Weil mit dem Velo wäre es nicht möglich gewesen, in die Wüste zu kommen, wie wir jetzt werden kommen. Ja, wir sind mega gespannt. Es sieht jetzt schon wunderschön aus. Tastelut ist die grösste Wüste im Iran. Lut selber bezeichnet karges Land.
Ziemlich bezeichnend also für eine Salzwüste ohne jegliche Vegetation, wo nicht einmal Bakterien aufgrund der Extremtemperaturen überleben können. Und seit wir das erste Mal Bilder gesehen haben von diesen Felsformationen, diesen Wüstenschlössern, die Kaluz genannt werden, haben wir gewusst, diesen Ort im Iran wollen wir unbedingt besuchen. Aber zuerst geht es für uns in eine andere Gegend, und zwar zum Keshit Canyon, eine Felsschlucht mitten in der Wüste, wo ein Fluss durchfließt und man kann baden kann. Wir sind hier in Keshit, im alten Teil des Dorf. Das ist seit 50 Jahren verlassen. Vorher ist das aber, geht es zurück bis 6000 Jahre her, wo da die ersten Menschen gelebt haben. Also fast eine völlig unglaubliche lange Zeit. Und ganz speziell an diesem Dorf ist, dass da nicht auf den Lehmhäusern nicht nur Kuppeldächer hat, sondern auch Flachdächer. Und das kommt daher, dass, wie man hier sieht, dass man da Palmen gebraucht hat, um die Flachdächer zu machen. Und in anderen Teilen des Iran hat es keine Palmen gehabt, oder sie haben einfach nicht Palmen gebraucht. Und somit haben sie einfach das genommen, was sie hatten, und das ist Lehm. Und ja, aus Lehm kann man kein Flachdach machen. Ja, wir sind Teil Gando Perian. Das ist ein Teil der Luttwüste, wo es am heißesten wird. Bis zu 70 Grad ist da schon mal gemessen worden. Zum Glück noch jetzt am Morgen im Bett. Guten Morgen. Wir sind nach unserer zweitägigen Tour in die Luttwüste gestern Abend völlig erschöpft zurückgekommen. So viele Eindrücke, so intensiv gewesen, wirklich wunderschön. Jetzt heute haben wir noch einen Tag in Kerman und der Grund dafür ist, dass wir jetzt zu der Polizei gehen und hoffen, dass wir unsere Visumsverlängerung bekommen haben, die wir am Mittwoch beantragt haben. Hoffentlich klappt es. Und dann wird es morgen nämlich weitergehen. Also, wir haben schlechte Nachrichten. Wir haben leider nur einen Monat bekommen. Und zwar sind wir am letzten Mittwoch ja da schon mal in diesem Büro. Und dort hat es geheißen, ja, wenn ihr 2 Monate wollt, dann müsst ihr 5 Tage warten und Samstag vorbeikommen und dann könnt ihr es abholen. Das war leider nicht so, sie haben es bis jetzt nicht gemacht. Und dann heute haben wir darauf insistiert, dass wir es heute mitnehmen wollen. Und er hat gesagt 2 Monate.
Und dann hat er geschafft, irgendwie eine Stunde gewartet und dann haben wir einen Monat bekommen. Bravo, super. Nach ein paar Tagen in Kerman und einer Tour in die Wüste hatten wir wahnsinnig Lust gehabt, wieder auf unser Velo zu sitzen und Richtung Jas zu fahren, haben aber unsere Pläne spontan geändert. Genau. Und zwar nehmen wir jetzt den Bus und fahren nach Shiraz. Ja, Die nächste Stadt, das ist eines der 3 Highlight-Städte. machen wir endlich mal etwas auf dem touristischen Pfad im Iran. Genau. Nach einem Monat im Land. Ja. Der Grund ist, dass das iranische Neujahr ansteht, Nowruz. Genau, in einer Woche etwa. Und wir versuchen vorher in Shiraz zu sein, damit es nicht allzu voll ist und weil nachher ist dann alles ausgebucht, Unterkünfte, Genau. Bus, Zug. Genau. Und die Idee ist, dass wir während Nowruz dann wieder auf dem Velo sitzen. Und der andere Grund ist, wir könnten auch nach Nowruz, das sind 2 Wochen, in Shiraz sein, aber dann ist Ramadan und dann haben wir die Befürchtung, dass all die feinen Restaurants zu sind, zumindest einen Tag durch. Und der dritte Grund, wieso wir nicht vom Kerman auf Jas fahren, ist der extreme Gegenwind, den wir hatten auf dieser Route vom Süden nach Norden schlussendlich. Ja. Ja, Südosten nach Nordwesten. Und wir Ja. haben das Gefühl, wenn wir nachher von Shiraz nach Jas fahren, also von Westen nach Osten, haben wir weniger Gegenwind. Und somit geht es im nächsten Video nach Shiraz, zu einem von unseren Sehnsuchtszielen, der Nasir al-Mulk-Moschee. Aber Shiraz hat noch mehr zu bieten. Und dann wartet auch noch Persepolis und eine Wüstendurchquerung auf uns. Es bleibt spannend.